Dieser Radlader wird den RC Baumaschinenmarkt so richtig aufrütteln. Warum? Das zeige ich dir jetzt. Heute möchte ich mit dir zusammen den Volvo L260h von FM Electrics auspacken und ganz genau unter die Lupe nehmen. Beginnen möchte ich nun mit der Verpackung. Unser Volvo Radlader kommt hier in so einem schicken Koffer. Wir haben hier oben so einen Henkel dran. Dieser Koffer besteht eigentlich aus einem äußeren Pappschuber und einer inneren Styroporverpackung. Auf der Front sehen wir, dass der Hintergrund schön matt ist und in glänzend so ein bisschen abgesetzt sehen wir dann unseren Volvo Radlader. Hergestellt wird dieses Fahrzeug von EE und hier in Deutschland exklusiv vertrieben von FM Electrics. Das Ganze ist natürlich ein Radlader von Volvo, ein lizenziertes Fahrzeug, und der Radlader kommt im Maßstab 1:16. Wenn wir uns das hier oben einmal anschauen, dann haben wir hier einen Tragegriff, der doch sehr locker ist. Der könnte ein bisschen fester, tut aber der Funktion erstmal keinen Abbruch. Hier wird schon so ein bisschen auf die Besonderheiten des Fahrzeugs eingegangen. Auf der Unterseite sehen wir dann sowas wie CE-Kennzeichnung, was im Lieferumfang enthalten ist, nämlich Radlader Fernsteuerung und ein paar Sicherheitshinweise. Kommen wir zu dieser Seite, auch hier nochmal ein paar Besonderheiten dieses Radladers aufgeführt. Wir sehen auch nochmal, es ist ein Volvo L260h. Auf der Rückseite der Radlader dann schon so ein bisschen in Aktion, die Schaufel hochgefahren. Auch ein sehr schönes Motiv, wie ich finde, kann man sich so durchaus ins Zimmer stellen. Und diese Seite kommt hingegen sehr nackig, da finden wir nicht wirklich was. Verpackung macht bis auf den Griff einen soliden Eindruck. Den Griff kriegen wir sicherlich auch wieder ein bisschen fester hin, wenn wir das anschrauben, sollte also kein Problem sein. Die Verpackung ist das eine, viel wichtiger ist der Inhalt und den holen wir jetzt raus. Da wird es auf meinem Unboxing-Tisch schon mächtig klein. Wir haben hier so leichte Laschen, das Ganze können wir mal aufmachen. Dann sehen wir auch schon, das ist ein ganz klassischer Wellpappkarton. Ist aber alles soweit in Ordnung. Und wir schauen mal. Ohne Pappschuber sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier auch direkt schon eine Anleitung mit dabei. Und jetzt holen wir das hier mal vorsichtig raus. Den Pappschuber beiseite gepackt. Und jetzt gucken wir hier mal in diese wunderbare Box rein. Ich hoffe, man kann es alles gut erkennen. Die ist nicht nochmal extra gesichert, aber jetzt ist also wirklich höchste Vorsicht geboten. Hahaha, ich sehe schon was, Und weißt du was? Das sieht richtig gut aus. Bäm! Da ist er. So, was haben wir denn überhaupt im Lieferumfang enthalten? Das hier ist eine Fernsteuerung. Schön nochmal in so ein Tütchen eingepackt, dass da nichts dran kommt. In diesem Bereich, was finden wir da? Wir finden ein kleines Ladegerät, USB, einen Akku, einen Schraubendreher und hier ein Radkreuz. Schauen wir uns gleich alles genau im Detail an. Und natürlich unseren Radlader, den wir jetzt mal vorsichtig rausholen und hinstellen. Den gucken wir uns jetzt als erstes an. Zu den Abmessungen kann ich sagen, dass der Radlader eine Breite von 20,5 cm hat, eine Länge von 55 cm, eine Höhe hier vorne bis zum Dach von 24,5 cm und ich habe dieses Modell hier gerade auf meiner Küchenwaage einmal gewogen, samt Fahrakku, und bin auf ein Gewicht von 4180 Gramm gekommen. Dieser Radlader ist aus Teilmetall. Bedeutet also, dass einige Teile aus Metall sind, andere wiederum aus Kunststoff. Wir haben hier eine richtig
schöne, massive Schaufel. Das Schaufelvolumen beträgt ca. 800 Milliliter. Weiter geht's hier mit diesem Arm. Auch dieser hier ist aus Metall. Dieser Arm soll eine Hubkraft von 12 Kilogramm haben. Unsere seitlichen Kotflügel, die sind aus Kunststoff, genauso wie hier diese Lampenanlage. Die finde ich im Übrigen nicht ganz so schön. Das sollte später leuchten, aber so im ausgeschalteten Zustand sieht man hier so ein paar Klebereste drin. Ein bisschen schade, aber alles zu verschmerzen. Wir sind hier ja nicht im High-End-Bereich. Die Reifen kommen mir extrem hart vor. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Im Crawler-Bereich ist es natürlich so, dass weiche Reifen sehr gut sind, aber diese hier, die sind wirklich fest. Man kann sie ein bisschen eindrücken, aber im Normalfall sollten diese hier nicht durch die Schaufel oder sowas eingedrückt werden. Die bleiben doch sehr standhaft. Hier sehen wir auch unsere beiden Achsen. Beide Achsen sind angetrieben. Wir haben hier also einen Allradantrieb. Vorne das Differential ist geöffnet, hinten das Differential ist gesperrt. Und wir haben hier hinten eine Pendelachse. Diese bewegt sich um 10 Grad und sorgt dafür, dass wir deutlich besser durch den Sand kommen. Wie ich finde, ein super gutes Detail. Dieses Fahrzeug hier ist natürlich ein Knicklenker, bedeutet, dass das Fahrzeug hier in der Mitte einknickt, um zu lenken. Der maximale Radius sind hier 35 Grad. Das Fahrzeug sieht wirklich sehr schick aus. Die Treppe hier, alles sehr scale gehalten. Unsere Spiegel, wir können sie hier noch so ein bisschen einstellen. Das ist auch so ein richtiges Spiegelglas, was spiegelt. Das ist nicht einfach ein Aufkleber. Und wenn ich jetzt so gucke, das könnte auch was von Bruderspielwaren sein. Also die Details, die gefallen mir wirklich sehr gut. Das Dach hier oben, das ist auch nochmal aus Metall. Finde ich auch ganz schön. Das Geländer hier ist auch aus Metall. Da hätte ich jetzt gedacht, dass das Kunststoff ist, aber das macht es natürlich richtig stabil. Auch dieser Bereich hier vom Spiegel ist auch Metall. Sehr cool. Hinterer Kotflügel wiederum Kunststoff. Und wir drehen das Ganze mal so ein bisschen. Wir sehen hier unsere Rücklichter, dann hier hinten die dicke Motorhaube. Das hier, das soll wohl so eine Rückfahrkamera darstellen. Wir haben LED-Scheinwerfer hier drin, die auch wirklich funktionieren. Einen Auspuff, dieser hat hingegen keine Funktion. Wir sehen jetzt hier hinten so ein paar kleine Scheuerdetails von der Verpackung, finde ich aber zu vernachlässigen. Es ist eine Baumaschine und da wird der ein oder andere Kratzer noch drankommen. Das stört mich jetzt überhaupt nicht. Wir drehen das Ganze nochmal ein bisschen weiter. Hier hinten alles Kunststoff. So sieht das Ganze aus. Das hier, das könnte der Luftfilter sein. Wir öffnen jetzt auch mal hier hinten die Motorhaube. Die geht so ein bisschen, die schnappt hier mit so einem Magnetverschluss. Finde ich sehr angenehm. Wir können das Ganze so ein bisschen nach hinten klappen. Und dann sehen wir auch, dass wir hier einen Lautsprecher haben für unser Soundmodul. Hier hinten findet unser Akku Platz. Und wir haben hier auch nochmal einen On-Off-Schalter. Wirklich sehr schön gemacht. Auch diese ganzen Scale-Aufkleber, die wir überall haben. Das Modell sieht doch wirklich richtig gut aus. Hier vorne haben wir unterm Dach auch nochmal Arbeitsscheinwerfer. Diese sollen auch später leuchten. Unsere Rundumleuchte können wir mit verschiedenen Modi schalten. Auch das gucken wir uns gleich nochmal an. Und wir haben hier so eine Fahrertür. Mal gucken, ob ich sie gerade aufkriege. Ja, und da können wir doch super einen Bauarbeiter reinsetzen oder eine Bauarbeiterin, um den Scale-Faktor nochmal deutlich zu erhöhen. Das macht alles einen sehr soliden Eindruck, muss ich wirklich sagen. Zur Vollständigkeit gucken wir hier auch nochmal drunter. So sieht das Ganze von unten aus. Gewichtstechnisch macht er einen angenehmen Eindruck. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er im Gelände wirklich auch gut performt. Das schauen wir uns auf alle Fälle auch noch einmal an. Und bis jetzt bin ich von diesem Fahrzeug sehr positiv überrascht. Bevor ich den Radlader hier im Studio testen kann, muss ich natürlich noch die anderen Dinge auspacken.
Zum Beispiel die Fernsteuerung. Und so sehr ich den Radlader gerade gelobt habe, so schlimm finde ich leider auch die Fernbedienung. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich immer sehr hohen Wert auf die Fernsteuerung lege, weil das einfach das ist, womit ich die Fahrzeuge steuere, und sobald ich etwas Wertiges in der Hand habe, fühlt sich das Fahrerlebnis gleich deutlich besser an. Die Fernsteuerung ist von ihrer Größe her sehr angenehm, aber auch extrem leicht, und wenn wir uns jetzt mal hier diese Knöpfe angucken und wir hören uns das mal an, ja, dann muss ich sagen, habe ich mir davon deutlich mehr versprochen. Wir haben hier eine 10-Kanal-Fernsteuerung. Wir können hier zum Beispiel die Blinkmodi von unserer Rundumleuchte steuern, aber auch den Sound an- und ausmachen. Wir können das Licht ein- und ausschalten, natürlich Gas geben und alle Funktionen des Radladers steuern. Auf der Rückseite kommen dann die Batterien rein. Das Ganze ist hier mit einer kleinen Schraube verschlossen. Das können wir ganz einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubendreher einmal lösen. Im Lieferumfang nicht enthalten sind natürlich die Batterien. Die müssen wir jetzt einmal einlegen und dann kann es auch schon fast losgehen. Wir legen nun unseren mitgelieferten Akku ein. Es handelt sich hierbei um einen Lithium-Ionen-Akku mit 2000 mAh Kapazität. Dieser reicht ungefähr für etwas über 40 Minuten Baustellen-Action. Ist natürlich die Frage, habe ich die ganze Zeit das Licht an? Habe ich auch die ganze Zeit den Sound laufen? Fahre ich auf ebenem Asphalt oder im Sand? Das kann die Fahrzeit natürlich deutlich beeinträchtigen. Geladen wird dieser Akku über diesen kleinen USB-Charger. Das ist ja heutzutage mehr oder weniger üblich. Ich habe mich mittlerweile an diese kleinen Ladegeräte gewöhnt und würde sagen, das ist zeitgemäß. Was ich etwas schade finde, natürlich haben wir hier einen CE-Aufkleber von FM Electrics, die das Ganze in Deutschland vertreiben. Irgendwo muss dieser Aufkleber hin, ganz klare Sache. Leider verdeckt er so ein bisschen die Anzeige-LED dieses Ladegerätes. Das heißt, wenn es in deinem Raum sehr hell ist, dürftest du aus der Ferne nicht erkennen können, ist mein Akku schon voll geladen oder lädt er noch. Da muss man dann wirklich mal einmal so schauen und gucken, ob mein Akku schon einsatzbereit ist. Tut der Funktion aber keinen Abbruch. Stecken wir den Akku mal an. Dieses Fach hier, das finde ich ganz angenehm. Und zwar ist es nicht auf diesen Akku limitiert. Ich kann diesen Akku hier einsetzen, der wird mit so einem Klettband hier hinten festgemacht. Aber wenn ich vielleicht auch mal von einem anderen Hersteller oder sowas einen Akku nutzen möchte, dann kann dieser auf jeden Fall reinpassen. Wir sind hier in der Größe nicht so stark eingeschränkt. Die Fernbedienung, die schalten wir jetzt schon mal ein. Das ist ja etwas, was wir immer ganz zu Anfang machen. Fernbedienung ist an, sie blinkt rot, das heißt, sie sucht das Fahrzeug, und auch jetzt stecken wir dann den Akku einmal an und schalten einmal auf On. Ich bin sehr gespannt. Also so laut dürfte der Bagger schon mal sein. Spannend. Schauen wir uns jetzt an. Radlader und Fernbedienung sind nun eingeschaltet, aber wie wir sehen, können wir noch nichts machen. Wir müssen erst den Motor starten. Das machen wir, indem wir diese beiden Knöpfe einmal gedrückt halten. Dann wird auch direkt das Soundmodul anspringen, schalten wir aber gleich erstmal wieder aus. Starten wir den Radlader jetzt. Hört sich doch cool an, stört aber ein bisschen beim Erklären. Deswegen machen wir den Sound aus, dann kann ich es dir einfach deutlich besser erklären. Und du hörst auch die Lautstärke der Stellmotoren. Wie ich finde, auch ein wichtiges Detail. Natürlich hören wir uns das Ganze dann auch später nochmal mit Sound an. Kommen wir als erstes zur Rundumleuchte. Diese hat verschiedene Modi. Wir sehen jetzt hier den Modi des schnellen Drehens. Schalten wir mal weiter. Dann haben wir hier so ein Aufblinken. Das Ganze gibt es dann auch nochmal deutlich langsamer. Durchgängig leuchtend gibt es dann auch noch, finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Und ganz aus.
Mein Favorit ist dabei diese klassische Rundumleuchte, die sich dreht. Das finde ich ganz cool. Wir drehen das Ganze mal, denn wir wollen uns ja auch die Arbeitsscheinwerfer ansehen. Ich dachte eigentlich, dass diese hier auch mit anspringen. Tun sie nicht. Deswegen möchte ich dann tatsächlich auch nochmal erwähnen, dass ich die einfach nicht schön finde, weil man sieht den Kleber im Inneren. Vielleicht kann man da noch irgendwie was drüber machen. Das gefällt mir nicht gut. Aber hier oben die Scheinwerfer, die leuchten genauso wie hier oben das Ganze. Und dann hier unsere beiden Rückfahrscheinwerfer. Das hingegen finde ich ganz cool. Können wir auch über die Fernsteuerung nochmal wieder ausschalten und wieder anschalten. Der Radlader verfügt auch über eine Hupe. Diese ist allerdings nur zu hören, wenn das Soundmodul an ist. Testen wir also gleich auch noch. Der Radlader verfügt insgesamt über 5 Bürstenmotoren und soll eine Steigung von bis zu 35 Grad bewältigen können. In die Schaufel hier passen ja unsere knapp 800 Milliliter rein, was ich schon ziemlich beachtlich finde. Schauen wir uns auch gleich nochmal etwas genauer an. Noch interessanter finde ich aber, dass man dieses Fahrzeug hier mit 45 Kilogramm belasten können soll. Und dann soll dieses Fahrzeug sich immer noch vor und zurück bewegen. Es gibt im Internet das ein oder andere Video, wo hier ein Kind drauf sitzt und der Radlader vor und zurück fährt. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht, kann ich so auch nicht nachprüfen. Mir fällt allerdings jetzt auch keine Situation ein, warum ich das Fahrzeug mit insgesamt 45 Kilogramm belasten soll. Schauen wir uns die Feinfühligkeit mal etwas genauer an. Oh! Er hat sich gerade automatisch wieder abgeschaltet. Also auch nochmal ein interessantes Detail. Ich glaube, jetzt müssen wir ihn auch wieder anmachen. Wenn du ihn also eine Zeit lang nicht bewegst, geht er automatisch aus. Tatsache, er hat sich einfach abgeschaltet. Also sehr interessant. Wenn du das mal vergessen solltest, schaltet sich das Teil auf alle Fälle ab. Wir starten ihn mal wieder. Machen den Sound aus. Und jetzt gucken wir mal, wie feinfühlig ist denn diese Knicklenkung. Und das klingt gut. Das Ganze ist kein Servo, sondern auch das hier läuft über einen Stellmotor und Metallzahnräder. Das ist wirklich sehr gefühlvoll. Man kann das hier ganz leicht machen oder auch schnell. Was natürlich klar ist beim Knicklenker, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich die Lenkung loslasse, dass er automatisch wieder in die Neutralstellung geht. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen immer wieder zurück in die Ursprungsposition lenken. Ist aber in Ordnung. Etwas, wovor ich etwas Angst hatte, ist das proportionale Gas geben, weil der Losbrechmoment ist dann doch schon sehr zügig gewählt. Wir schauen mal. Ja. Also das ist das Langsamste, was ich kann. Je schwieriger der Untergrund ist, desto weniger, würde ich sagen, fällt es auf. Jetzt so auf so einem glatten Tisch fällt dieser Losbrechmoment natürlich auf, aber ich glaube, im richtigen Sand, im richtigen Einsatz ist das gar nicht so stark. Wir belasten das Teil mal und geben mal etwas Gas. Also jetzt mal Butter bei die Fische. 45 Kilo. Nee. Sorry, aber den halte ich. Da bin ich mir sehr sicher, den halte ich, die 45 Kilogramm, das halte ich für Schwachsinn. Der Akku ist zwar nicht randvoll, ich kann es auch nicht belegen, mit wie viel Kilo ich den runterdrücke, aber ich kann ihn auf alle Fälle halten. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie wir denn den Arm bewegen. Und das machen wir hier oben und die dürften doch sehr feinfühlig sein. Ah, guck mal hier. Das ist angenehm. Das fühlt sich richtig gut an. Ja, der Spindelantrieb, der ist laut, keine Frage. Aber es fühlt sich gut an. Klasse. So, und dann heben wir jetzt auch mal den Arm. Auch das zeige ich dir. Eieieiei. Und da muss ich sagen, das ist schon massiv laut. Also da möchte ich nicht den ganzen Tag daneben stehen. Kraft ist das eine, Lärm ist das andere.
Man hört so ein bisschen. Okay. So, und hier sollen bis zu 5 Kilogramm rein. Und die Hubkraft, um das Ganze anzuheben, soll 12 Kilogramm betragen. Okay, also in die Schaufel 5 Kilo, dann müsste er das ja alles wunderbar hochkriegen. Aber eine Sache, die ich mich dann frage, wenn ich eine Kraft habe von 12 Kilogramm, um diesen Arm nach oben zu bewegen, dann spricht das für die Qualität auf jeden Fall. Aber was mache ich denn, wenn die Schaufel voll ist und der dann hinten abhebt? Dann bringen mir die 12 Kilo ja eigentlich auch nicht viel. Deswegen testen wir das gleich einfach mal mit so ein paar Hantelgewichten. Runterdrücken kann ich es auf jeden Fall nicht. Das ist richtig stabil, das finde ich gut. Im Gegenteil, dann geht er hier hinten einfach hoch. Ich glaube, ich würde für meinen Geschmack, um dem Fahrzeug insgesamt noch etwas mehr Gewicht zu geben, im Gelände gut durchzukommen und auf gar keinen Fall hier hinten so einen Kippmoment zu haben, da würde ich doch hier hinten nochmal irgendwie so ein paar Auswuchtgewichte von Autofelgen reinpacken. Also einfach das Heck nochmal so ein bisschen ausbleihen, wobei man sagen muss, so schnell hochkommen tut er nicht. Also das ist schon in Ordnung. So, gucken wir mal. Also so schnell kommt er wirklich nicht. Jetzt belasten wir doch dieses Fahrzeug mal mit ein paar Hantelscheiben. Ich habe jetzt hier 2 mal 2 Kilogramm, um das Ganze mal zu testen. Wir beginnen mit 2 Kilogramm. Das beeindruckt das Teil nun wirklich überhaupt nicht. Bewegen das mal so ein bisschen. Die Kraft hat er. Das kriegt er gut hoch. Auch die Schippe mal so ein bisschen bewegen. Geht auch. Also mit 2 Kilo hat er kein Problem. Wie gesagt, zur Erinnerung, 5 Kilo können in die Schippe, 12 Kilogramm Hubkraft. Die nächsten 2 Kilo, wir sind bei 4 Kilogramm. So, und da ist jetzt genau das, was ich meine. Was bringt uns diese Hubkraft, wenn der hinten hochgeht? Dann kann der meinetwegen auch 20 Kilogramm heben. Das spricht für die Technik. Aber wenn es ja nicht machbar ist, dann bringt mir das auch nichts. Also ich werde hier definitiv noch was aufbleiben. Schauen wir mal, ob wir das Ganze hochkriegen. Ja, damit heben wir den Guten eigentlich nur an. Drücken wir ihn mal runter. Das kriegt er hin. Er strengt sich aber wirklich an. So, und jetzt bleibt er auch wieder stehen. Okay, also wenn sich das Gewicht so ein bisschen austariert hat und der Schwerpunkt nicht zu weit vorne liegt, dann geht es. Das ist jetzt natürlich extrem. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, kriegen wir 4 Kilogramm in diese Schaufel? Was müssen wir denn da reinpacken? Wasser? Nee, nicht schwer genug. Steine? Das müssten schon richtige Oschis sein. Also wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, brauchen wir das gar nicht. Das ist schön, dass er das von der Kraft her kann, aber irgendwann kommt er einfach hinten hoch und wer ganz normal in der Sandgrube unterwegs ist, meinetwegen mit Sand oder auch mit nassem Sand arbeitet, der wird auf alle Fälle zurechtkommen. Wenn es mal brenzlig wird, würde ich empfehlen, hier hinten einfach aufbleiben, um hier hinten einfach noch mal ein bisschen Gewicht reinzukriegen. Aber diese 4 Kilo, was will man denn in die Schaufel reinpacken? Für mich also völlig in Ordnung, dass der hinten abhebt, ist für mich kein Nachteil. Fahren wir das Ganze mal wieder vorsichtig runter. So, das hat er doch ganz gut gemacht, auch wenn er hier hinten so ein bisschen leichte Füße bekommt. Versuchen wir auch noch mal vorsichtig vor und zurück zu fahren. Wir verfügen ja über den Allradantrieb, wo ich ja gerade gesagt habe, dass ich ihn festhalten kann. Aber mit dem Gewicht sollte er doch locker zurechtkommen. Wir haben übrigens an der Vorderachse einen Motor und an der Hinterachse einen Motor. Und weitergeleitet wird die Kraft dran mit einem Planetenradgetriebe. Wir fahren mal voran. Ja, problemlos. Alles in bester Ordnung. So,
Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal mit 2 Kilo. Das ist deutlich realistischer. Ja. Guck mal. Das funktioniert doch. Klasse. Also ich bin damit wirklich sehr gut zufrieden. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist der Sound. Und das hören wir uns jetzt mal insgesamt an. Von so einem Soundmodul, finde ich, sollte man nicht zu viel erwarten. Ob das jetzt immer so proportional ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind hier nicht im High-End-Bereich, sondern wirklich in einem guten Einsteigerbereich. Schalten wir den Sound mal an. Da ist er. Wir hupen auch mal. So, die hat er, glaube ich, vom Schiff geklaut. Ah, okay. Beim Rückwärtsfahren piept er. Okay. Auch interessant, beim Rückwärtsfahren gibt es keinen Motorsound, sondern nur Piepen. Finde ich ja auch spannend. So. Ah, okay. Beim Einlenken gibt es auch keinen Motor, sondern den Blinker. Okay. Und wir sehen auch hier hinten beim Einlenken, das finde ich ganz cool. Jetzt haben wir Modell Standuhr, finde ich auch geil. Ja. Ja, und so klingt das Ganze. Möp. Ich finde diese Standuhr, ich finde sie zu geil. So. Und wir schalten das Fahrzeug mal wieder ab. Wir wollen ja jetzt nun nicht, dass er hier zu viele Betriebsstunden auf die Uhr bekommt. Was ich etwas schade finde, dass man den Sound jetzt nur an- und ausschalten kann. Ein bisschen lauter, ein bisschen leiser wäre auch cool gewesen. Ist aber Meckern auf wirklich ganz hohem Niveau. Und jetzt mein ganz persönliches Fazit zu diesem Radlader. Was man bei der Bewertung eines Artikels niemals vergessen darf, das ist der Preis. Und dieser Volvo-Radlader von FM Electrics kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 389,90 €. Dafür bekommst du einen Teilmetallradlader mit über 4 Kilogramm Gewicht, mit einem Soundmodul, mit Licht, mit einem wahnsinnig scaligen Aussehen, was man wirklich sagen muss, solider Technik, insgesamt 5 Bürstenmotoren sind verbaut, einem kräftigen Spindelantrieb, Allradantrieb, hier hinten mit einer Pendelachse, ein 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku, der für über 40 Minuten Spielspaß sorgt und ein Fahrzeug, was im normalen Gebrauch nicht so schnell an seine Grenzen kommt. Natürlich kann man diesen Radlader nicht mit einem High-End-Radlader vergleichen. Das muss man aber auch gar nicht, weil diese High-End-Radlader, die kosten weit über 1000 €, teilweise über 2000 €. Und dieser Radlader mit lizenziertem Aussehen von Volvo kostet wirklich nur 390 €. Und dafür wird einem hier wirklich jede Menge geboten. Was ich ein bisschen schwierig finde, das sind jetzt von Double E, von dem Hersteller, die angegebenen Daten, dass dieses Teil hier mit 45 Gramm Ballast fahren soll, wobei ich gemerkt habe, dass ich den durchaus anhalten kann. Dazu kommt, dass er ja 12 Kilogramm heben kann, vorher aber hinten abhebt. Das sind einfach so ein paar Daten, da finde ich, sollte man die Kirche im Dorf lassen. Für den normalen Gebrauch ist das aber völlig ausreichend. Wir haben es hier mit unseren 2 Kilogramm ausprobiert
Und das klappt wunderbar und das sollte doch im normalen Einsatz völlig ausreichen. Wer möchte, der kann dieses Fahrzeug natürlich noch mit ein paar Scale-Details versehen, wie zum Beispiel einen Fahrer hier in die Fahrerkabine einsetzen, aber vielleicht auch nochmal vom Gewicht her ein bisschen aufrüsten. Hier hinten nochmal ein bisschen was zum Beschweren rein. Ich glaube, das tut dem Fahrzeug noch richtig gut. Und dann hast du einen super coolen Radlader für einen Preis, der wirklich völlig in Ordnung ist. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich top. Und wie sich dieses Fahrzeug jetzt wirklich draußen in der Sandgrube schlägt, das siehst du im nächsten Video. Bis dahin, ciao!